Liebe Freunde, ich werde immer wieder befragt zu meinen Instrumenten. Ist das ein Akkordeon oder ist das eine Harmonika oder wie nennt man das? Wie nennt man das Instrument mit diesem Mundstück? Und darum versuche ich euch meinen persönlichen Fuhrpark kurz vorzustellen. Viel Vergnügen. Bitte sehr, das ist mein Fuhrpark an sogenannten Handzuginstrumenten. Wenn man mit der Hand den Ton formt und erzeugt. Das ist ein Akkordeon, und zwar mein Hauptakkordeon, mit dem ich die Konzerte spiele. Das klingt wahnsinnig schön und elegant. Und hat noch die Eigenschaft, es kann Einzeltöne in der linken Hand spielen. Mein Akkordeon. Da gibt es natürlich noch viele verschiedene. Hier, das ist die kleine Ausgabe davon für Fernreisen, das passt besser ins Flugzeug. Das ist eine Morino von Hohner. Die hat einen sehr viel gedeckteren Klang, ist auch schön. Und hier ein klassisch konzertantes Akkordeon mit Kinnregisterschaltung und auch mit Einzeltönen in der linken Hand. Es heißt Akkordeon, weil in der linken Hand man hat einen Basston und einen Akkord. Klingen 3 Töne. Dur, Moll, Septim und vermindert. Und hier kann ich umschalten zu Einzeltönen. Selber Knopf nur ein Ton oder 3. Das ist das Bandoneon. Entwickelt aus der Konzertina, diesem kleinen Instrument, aber das hat einen sehr begrenzten Tonumfang und klingt auch ziemlich dünn und eigenartig. Aber das Bandoneon von Heinrich Band entwickelt hat einen vollkommenen großen Tonumfang, klingt voll und ist das Instrument des Tango. Das Bandoneon. Und nach diesem Instrument werde ich besonders oft gefragt, das nennt sich Vibrandoneon. Der Erfinder hat es so genannt, weil er den Klang eines Bandoneons simulieren wollte und den Klang des Vibraphons, ein komplett anderes Instrument, sehr liebt. Darum hat er diese Wortschöpfung kreiert. Vibrandoneon klingt wunderbar für einstimmige Melodien. Ist quasi wie ein Akkordeon, die rechte Hand vom Akkordeon, nur ohne den Balg. Das ist der Balg und der Luftstrom wird über die Lunge, den Atem erzeugt. Das Vibrandoneon, das erkläre ich gerne nochmal ausführlicher mit Originalton des Erfinders und der Hersteller, die erzählen dann ein wenig darüber. Und hier noch was ganz Besonderes, ein Erbstück von meinem Freund Robert Wolf, dem Gitarristen von Quadronevo, der verunglückt ist, eine Akkordina. Das ist im Prinzip ähnlich, die rechte Seite vom Akkordeon, nur nicht mit Pianotasten, sondern mit Knöpfen, wie die französischen oder russischen Akkordeons. Klingt auch wunderbar. Die Akkordina. Hinten steht drauf für Robert Wolf.
bin ich besonders stolz drauf und passe sehr gut drauf auf. Das ist echt was wert. Das war nun ein kleiner Überblick. In den nächsten Folgen werde ich dann zum Beispiel erklären, wie funktioniert ein Quintkonverter beim Akkordeon. Was ist das Vibrandonium? Wer hat es erfunden? Wer hat es gebaut? Was ist die Idee dahinter? Was ist ein Bandonion? Warum heißt es Bandonion? Und so weiter. Bis dahin abonnieren und wir sehen uns nächste Woche.